Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen veganen Rezeptvideo von mir. Da wir zurzeit ja wieder Wunderlauch und auch Bärlauchzeit haben, sollten wir diese natürlich unbedingt nutzen, um wieder das Beste aus diesem schwefelhaltigen Superfood Wildkraut zu machen. Und da bietet es sich sehr gut an, dieses wunderbare, intensiv schmeckende Kräutersalz daraus herzustellen. Der Wunderlauch wächst jetzt im Frühling in rauen Mengen, ist aber sehr viel unbekannter als sein Verwandter, der Bärlauch. Dabei soll Wunderlauch zahlreichen chronischen Erkrankungen vorbeugen und tumorbremsend wirken. Und da er nur jetzt im März und im April anzutreffen ist, pflücke ich ihn mir in großen Mengen, um ihn auf verschiedenste Weise haltbar zu machen. Mein altes Video, wo ich daraus eine ganz köstliche Kräuterbutter hergestellt habe und noch viele andere tolle Sachen, das kann ich euch gerne hier oben nochmal verlinken. Der Wunderlauch wirkt auch heilsam auf den Magen-Darm-Trakt, denn die Schwefelverbindung Allicin tötet krankhafte Darmpilze ab. Zuerst werden wir jetzt den gepflückten Wunderlauch mit meinem Osmosewasser waschen, also nicht mit dem Leitungswasser, sondern mit dem reinen Osmosewasser, denn wir wollen ihn ja nicht mit den Schadstoffen im Leitungswasser verunreinigen. Nachdem wir ihn abgetropft haben, werden wir ihn jetzt grob zerkleinern, damit wir ihn danach in den Vitamix geben können. Wer stattdessen an den Bärlauch gelangen kann, verwendet natürlich diesen. Dieser kostenlose und zudem entgiftende Frühlingsgruß in Form des Wunderlauchs steckt wie alle Alliumgewächse voller Vitamine, Mineralstoffe, zellschützender Flavonoide und wirkt zudem krebshemmend. Um diese Wirkung und auch den Geschmack zu verstärken und zu intensivieren, geben wir noch einige Bio-Knoblauchzehen hinzu. Und dann kommt ordentlich viel Natursalz hinzu, hier in Form des Himalaya-Salzes. Das genaue Verhältnis werde ich euch in der Infobox bekannt geben. Das waren auch schon alle Zutaten und jetzt wird mit dem Stampfer das Ganze püriert, bis daraus ein flüssiger grüner Brei entsteht. Bärlauch und Wunderlauch weisen oft denselben Schwefelgehalt von Knoblauch auf, wenn sie früh gepflückt werden. Also jetzt bis in den April hinein vor der Blüte. Das hier ist das Ergebnis. Wir sehen, wie klein jetzt dieser Brei zusammengeschrumpft ist. Und den verstreichen wir jetzt hier auf diesen mit Backpapier ausgelegten Gittern aus meinem Dörrautomat. Hier habe ich jetzt erstmal nur eine kleine Menge hergestellt, aber im Nachhinein habe ich eben den restlichen ganzen Wunderlauch mit gutem Natursalz vermischt und püriert in meinem Dörrautomat nach und nach getrocknet. Anfangs nur bei 40 Grad Celsius, also bei 104 Grad Fahrenheit, um ein rohköstliches Kräutersalz daraus zu gewinnen für rohköstliche Speisen. Die nächsten Batches habe ich dann aber mit höherer Temperatur getrocknet, damit es einfach schneller geht, denn das meiste Kräutersalz wird sowieso zum Kochen verwendet. Die Trocknung dauert mindestens 24 Stunden. Bei 40 Grad Celsius getrocknet dauert es sogar noch länger. Und sobald alles komplett getrocknet ist, geben wir natürlich jetzt diese ganze Geschichte hier in diese Schüssel und zerkleinern erstmal alles grob mit der Hand und anschließend in der Kaffeemühle, also in der Gewürzmühle, zu feinem Pulver. Und sehr wichtig ist, dass wir natürlich reines Ursalz verwenden, kein Kochsalz, denn das ist giftig für uns. Es sollte möglichst Steinsalz sein, aber noch besser Kristallsalz, denn das Stein- und Kristallsalz stammt ja aus einem Urmeer von vor Millionen von Jahren, welches noch frei von Umweltbelastungen und Schadstoffen war. Beim Kristallsalz, also dem Himalaya-Salz zum Beispiel, führten die passenden Druckverhältnisse zur Entstehung eines geometrisch perfekten Kristalls, in dem die Elemente in einer so kleinen Teilchengröße vorliegen, dass sie vom menschlichen Körper hervorragend aufgenommen und verstoffwechselt werden können. Für mehr Details zu diesem gesunden Ursalz schaut euch gerne mein altes Video zur Natursalzsohle nochmal an. Ja, und hier haben wir jetzt ein perfektes, herrlich intensiv schmeckendes und duftendes Kräutersalz hergestellt, das man sehr gut für rohköstliche Anwendungen auch benutzen kann, weil es tatsächlich noch Rohkostqualität besitzt. Wenn man es bei höheren Temperaturen trocknet, könnte man es natürlich auch zum Kochen verwenden. Grundsätzlich wird es einfach jede Mahlzeit aufpeppen. Denn so ein Kräutersalz ist schon etwas ganz, ganz Tolles. Und hinzu kommen natürlich noch die gesundheitlichen Auswirkungen. Denn der Schwefel in dem Wunderlauch und im Bärlauch wirkt entgiftend, ist am Aufbau vieler Proteine und Enzyme beteiligt und sorgt für bewegliche Gelenke, da er entzündungshemmend und abschwellend wirkt, sowie zeitgleich weiteren Knorpelabbau verhindert. Aber auch für die Insulinproduktion und ein funktionstüchtiges Immunsystem wird Schwefel benötigt. Hier sehen wir das Steinsalz aus dem urzeitlichen Zechsteinmeer, rechts in grober Form und links in relativ kleiner grober Form und viel Magnesium beinhaltet, welches auch sehr große gesundheitliche Auswirkungen auf den Organismus hat.
In dieser Charge habe ich jetzt eine rote Bio-Zwiebel hinzugegeben anstelle des Knoblauchs, denn gerade auch die rote Zwiebel hat sehr viele gesundheitliche Auswirkungen aufgrund ihrer enthaltenen Anthocyane. Und die gehören eben zu den kraftvollsten Antioxidantien der Natur und schützen unsere Zellen vor Alterung, Entartung und Krankheit. Beispielsweise schützen sie vor Entzündungen, Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht, Diabetes, Alzheimer und Parkinson. Ja, und im Wunderlauch stecken erwiesenermaßen beachtliche Mengen an Vitamin C, Magnesium, Eisen, Mangan. Er steckt obendrein randvoll mit gesunden Antioxidantien, sodass die Pflanze zahlreichen chronischen Erkrankungen vorbeugt, darunter altersbedingten Herzleiden. Außerdem wären da noch zellschützende Flavonoide und eine Aminosäure namens Allein. Und diese wird eben beim Zerschneiden oder hier beim Pürieren in Allicin umgewandelt. Ein hochwirksames Zellputzmittel, das entgiftend und sogar tumorbremsend wirkt. Weshalb die in Wunderlauch und auch Bärlauch vorkommende Substanz als vielversprechender Kandidat gegen Magenkrebs, Darmkrebs und Gebärmutterhalskrebs gilt. Schaut euch auch gerne nochmal mein Video zum Rosmarinsalz an. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Maria.